an eure Ohren schlagen. Es sind die Mahnworte eines liebenden Vaters. Die lebendige Gotteserfahrung ist eine Grunderfahrung aller großen Mystiker. Unter dem inneren Wort ist jener mystische Vorgang im Menschen zu verstehen, der sich durch die Einsprache des Göttlichen vollzieht. Bernhard von Clairvaux sagte darüber: Es kostet eher Mühe, sich die Ohren zu verstopfen, um nicht zu hören. Die Stimme bietet sich von selbst an, drängt sich auf und pocht ohne Unterlass an des Herzens Tür. Auch Meister Eckhart, der große Prediger des Mittelalters, Franz von Assisi, Jakob Böhme und Emanuel Swedenborg durften, wie auch die bekannte Äbtissin Hildegard von Bingen, diese Stimme vernehmen. Mein Innerstes ward von diesem Gesicht erschüttert und die Empfindungen meines Körpers erloschen, da mein Erkennen in einer völlig anderen Weise umgewandelt ward, als ob ich mich selber nicht mehr kannte. Und wie sanfte Regentropfen träufelte es aus Gottes Inspiration in mein Bewusstsein. »24 Jahre lang nahm Jakob Lorber die Botschaft Gottes in sich auf. In 24 Jahren wuchsen seine Aufzeichnungen zu einem unermesslichen Vermächtnis heran. Der Tonkünstler aus dem kleinen Kanischah hatte ein erfülltes Leben gelebt. Nun aber ließen seine Kräfte nach. Deo gratias. Er fühlte sein Ende nahen und bereitete sich, innerlich gestärkt, auf seinen Weg vom Diesseits ins Jenseits, auf das Leben nach dem Tode vor. Am Morgen darauf fand man ihn, angekleidet, mit dem Gesichte gegen die Wand gekehrt, im Bette liegen und das Bettzeug mit Blut bedeckt. Ein aus der Nähe herbeigeholter Arzt flößte ihm ein Medikament ein, erklärte aber jede menschliche Hilfe bereits für vergeblich. Inzwischen waren die Freunde bei strömendem Regen herbeigeeilt. Er lag nun einige Zeit im Schmerze dahin. Dann begann er plötzlich sich, wie ein Soldat, der sich richtet, gewaltig zu strecken. Nahm eine waagrechte Rückenlage ein und das Angesicht dem Sonnenaufgange zugekehrt, wurde er, während der Aufruhr der Natur außen mit Blitzen und Donnerschlägen tobte, vollkommen ruhig. Jetzt trat die Agonie ein und nach etwa einer Viertelstunde war der Knecht Gottes sanft entschlummert und sein längst einer höheren Welt angehöriger Geist in die ewige Heimat zurückgekehrt.
Auf dem Friedhof zu St. Leonhard bei Graz wurde er zu Grabe getragen. Die zahlreichen Trauergäste wohnten mehr dem Begräbnis des bekannten Violinvirtuosen und Tonkünstlers bei, als dem des in seiner wahren Größe noch unerkannten Theosophen Jakob Lorber. Die tiefgreifende Lebens- und Schöpfungslehre, die uns durch Jakob Lorber zugänglich und begreifbar gemacht wurde, führt den Gläubigen in eine kosmische Weite, verbindet diesseits und jenseits miteinander, preist die alle Schöpfung durchwaltende Liebe Gottes und weist uns Menschen den Weg zur Geborgenheit in der Allmacht Gottes. Die Sehnsucht nach Liebe, Frieden und Freiheit werden Erfüllung finden. Denn der von Lorber vorausgesagte geistige Aufbruch vollzieht sich mehr und mehr, jetzt und heute. Befasst man sich intensiv mit dem Werk Jakob Lorbers, so wird man feststellen, dass, wo auch immer, starres dogmatisches Denken keinen Raum hat. Und so findet ihr nichts Vergängliches und Begrenztes am Menschen, sondern nur bis zu einem gewissen geistigen Ziele hin Veränderliches. Und es ist somit wohl möglich, dass ein Mensch Unendliches und Ewiges, Zeit, Raum, Kraft, Licht und Leben recht wohl begreife, weil solches alles in ihm ist.